Willkommen zu Sinomeric Live, Anwendungstechnik leicht verständlich erklärt, unsere Videoreihe mit dem Ziel, Themen rund um die Sinomerik praxisgerecht und mit wenig Zeitaufwand zu präsentieren. Heute mit dem Thema Grundlagen der Gewindearten und deren Herstellung. Los geht's mit einer Übersicht zu den Gewinden und die unterschiedlichen Gewindearten und deren Nutzung und Einsatzzwecke und natürlich Einführung in die Gewindeherstellung. Wie geht so ein Prozess der Gewindeherstellung eigentlich vonstatten? Und natürlich zum Schluss wieder unser Praxisteil. Wir fertigen ein Teil auf unserer Drehmaschine, das wir mit verschiedenen Gewindearten versehen und fertigen werden. Wie definieren wir ein Gewinde? Ein Gewinde ist eine spiralförmige Nut an einem zylindrischen Körper. Das heißt, es gibt auch Ausnahmen, zum Beispiel die Kegelgewinde, aber auf diese Details kommen wir später noch zu sprechen. Fertigungstechnisch gehören die Gewinde zu den Passungen, zur Klasse der Passungen. Und wir haben es hier mit zwei Aufgaben des Gewindes zu tun. Einerseits die kraftschlüssige Verbindung zwischen zwei Bauteilen, das heißt, durch die Reibung an den Flanken erfolgt das sogenannte Festziehen des Gewindes und als zweite Aufgabe wird eine Umwandlung von einer Rotationsbewegung in eine axiale Bewegung durchgeführt. Das wiederum ist hier schematisch nochmal sehr gut zu sehen. Die Kraftübertragung erfolgt direkt auf den Flanken zwischen Innen- und Außengewinde. Abhängig von den Anforderungen haben sich im Laufe der Jahre die unterschiedlichsten Gewinde für die verschiedensten Einsatzzwecke etabliert. Das gängigste Gewinde oder das am weitesten verbreitetste Gewinde ist das metrische ISO-Gewinde. Das metrische ISO-Gewinde wird vor allem für Gewindestangen und Schrauben und Muttern im alltäglichen Gebrauch verwendet. Hierbei ergibt sich die Bezeichnung, das M steht für metrisch und die Zahl, in diesem Beispiel 20, steht für ein Gewinde M20. 20 ist hierbei der Nenndurchmesser und das Gewinde wird dann M20 genannt. Eine Abwandlung des metrischen Regelgewindes ist das metrische ISO-Feingewinde. Hierbei ist die Steigung des Gewindes feiner geschnitten, was auch optisch sehr gut zu erkennen ist. Bei einem metrischen ISO-Gewinde ist die Steigung, das heißt die Flanken spitzen zueinander, entsprechend des Durchmessers normiert. Bei einem Feingewinde unterliegt diese durchmesserbezogene Steigung keiner Normierung. Dies ist entsprechend den Anforderungen frei wählbar und fertigbar. Zum Beispiel M6 hat eine normierte Steigung von 1 mm. M8 1,25, M10 1,5, so zum Regelgewinde. Beim Feingewinde kann man durchaus M6 mal 0,5 oder M10 mal 0,75 schneiden. Das ist überhaupt kein Problem. Und zum Beispiel bei einem Blech von 2 mm Stärke soll eine Gewindebohrung M6 eingebracht werden. Ein Regelgewinde würde hierbei zwei Steigungen hinterlassen. Steigung 1 auf 1 mm, 2 mm Blech, 2 Steigungen. Dies würde dann die ganze Kraft auf 2 Steigungen konzentrieren. Nehmen wir jetzt zum Beispiel ein Feingewinde M6 mal 0,5, dann haben wir in diesem 2 mm starken Blech statt 2 4 Gewindegänge, was eine viel höhere Aufnahme der Zugkräfte ermöglichen würde. Kommen wir nun von den herkömmlichen zu den eher einsatzspezifischen Gewindearten. Das Trapezgewinde. Dieses Gewinde hat seinen Namen von der charakteristischen Form seiner Steigung seiner Zähne. Dieses Trapezgewinde ist dicker als ein Normalgewinde und hat eine verhältnismäßig hohe Reibung, wodurch es selbst hemmend wirkt. Das heißt, es geht schwerer auf und findet speziell Anwendung bei Schraubzwingen, Druckern, Montagebändern, Gabelstaplern, also das Übertragen und Verhindern von hohen Kräften, was das Lösen begünstigen würde. Das Rohrgewinde. Das Rohrgewinde findet insbesondere, wie der Name schon sagt, Verwendung bei Rohrverbindungen, Rohrverschraubungen im Sanitärbereich
und die Bezeichnung erfolgt anders als bei metrischen Gewinden in der Einheit Zoll, ebenso wie die Steigung. Es ist auch aufgrund des geänderten Flankenwinkels nicht kompatibel zu den metrischen Gewinden. Das Rundgewinde wurde entwickelt, um den Wartungs- und Reinigungsaufwand zu verringern. Es ist aufgrund seiner Form recht gut gegen Verschmutzung geschützt und auch relativ immun gegenüber mechanischen Einflüssen. Die Verwendung ist in großen Ventilen oder auch in Kupplungsspindeln von Bahnwaggons. Das Sägengewinde hat seinen Namen auch hier durch die charakteristische Form seiner Flankengeometrie, die wie ein Sägeblatt aussieht, und durch diese asymmetrische Form kann entlang der Gewindestange dieses Gewinde sehr, sehr hohe Kräfte übertragen. Und Verwendung findet dieses Gewinde meist im Industriebereich bei Pressen oder Hebelanlagen. Das Linksgewinde ist ein exaktes Spiegelbild des Rechtsgewindes und findet dort Anwendung, wo zum Beispiel ein Rechtsgewinde sich durch die Beanspruchung von selbst lösen würde. Bestes Beispiel ist das Fahrrad. Das linke Fahrradpedal ist ein Linksgewinde, weil sich das Rechtsgewinde durch die Vorwärtsbewegung von selbst lösen würde. Natürlich auch vom Sicherungsaspekt her, zum Beispiel bei Gasflaschen. Diese haben auch ein Linksgewinde und verhindert, dass Sauerstoffflaschen an den Gasanschluss angeschlossen werden können. Ein mehrgängiges Gewinde zeichnet sich dadurch aus, dass da alle Gewinde zusammengefasst werden, die mehr als einen Gewindegang aufweisen. Das heißt, zwischen einem, zwei oder drei Gängen kann jeweils noch ein weiterer Gewindegang eingefügt werden. Und dies ist sehr sinnvoll, da weitere Gewindegänge zwischen die bereits bestehenden platziert werden können. Warum braucht man das? Dies wird insbesondere benötigt bei kleinen und dünnwandigen Werkstücken, zum Beispiel Wellen in der optischen Industrie, wo ohnehin wenig Platz zum Nachbarbauteil ist, und natürlich auch aufgrund des Platzes der Dreh- und Wegbewegung dieses ausreichend gestaltet werden muss. Die Verfahren zur Gewindeherstellung lassen sich in spanende als auch in nicht spanende Verfahren unterteilen. Beide Verfahren, je nach Anwendungsgebiet, weisen spezielle Besonderheiten auf. Und eine weitere Unterscheidung ist die Gewindeherstellung zwischen rotierendem Werkstück und rotierendem Werkzeug. Wir widmen uns jetzt der Gewindeherstellung mit rotierendem Werkstück und hierbei insbesondere dem Gewindedrehen und dem Gewindewirbeln. Das Gewindewirbeln ist eine Sonderform der Gewindeherstellung und wird speziell oder fast ausschließlich zur Herstellung von langen Gewindestangen verwendet. Wir wollen nun mal informativ auf dieses Fertigungsverfahren eingehen. Es gehört einfach dazu, weil es ein bedeutendes Verfahren ist zur Herstellung dieser Gewindespindeln, aber Sinumerik bietet bewusst keinen eigenen Zyklus für das Gewindewirbeln an, weil dieses Verfahren eigene Maschinen und Werkzeuge bedingt, die nur dafür eingesetzt werden, für nichts anderes. Und auch die Programme, die da ablaufen, die NC-Programme, sind rein parametrisierte Programme und bedarfen einfach keiner weiteren Benutzeroberfläche. Das Gewindedrehen ist sehr gut geeignet für Innen- und Außengewindeherstellung, oftmals auch das einzige Verfahren, dies zu tun. Und es bietet eine sehr, sehr hohe Flexibilität hinsichtlich der Gewindearten. Das heißt, man kann alle vorher besprochenen Gewindearten wie mehrgängige Gewinde, Kegelgewinde, Gewindeketten und so weiter auch realisieren. Und man ist auch äußerst flexibel, was den Maschinentyp angeht. Was die Sinumerik im Einzelnen bietet, das schauen wir uns in den nachfolgenden Steps im Detail an. Um mit Sinumerik Operate ein Längsgewinde zu drehen, drückt man den Knopf Drehen und Gewinde drehen. Dann öffnet sich die Maske und man füllt diesen vorbereiteten Zyklus gemäß den Vorgaben für diese Gewindeherstellung aus, sprich genau nach den Dimensionen des zu fertigenden Gewindes. Das gleiche beim Kegelgewinde drehen. Drehen, Kegelgewinde, und auch hier öffnet sich eine eigene Maske und diese Maske unterscheidet sich lediglich vom Längsgewinde in dem Punkt, dass man den gewünschten Konikwinkel des Kegelgewindes eingibt. Um ein
Plangewinde mit Sinomeric Operate zu fertigen, drückt man ebenso auf den Knopf Drehen und Plangewinde und man füllt diese Maske dann aus, entsprechend den Vorgaben des zu fertigenden Gewindes. Wozu benötigt man ein Plangewinde, also ein Gewinde auf der Stirnfläche eines Werkstückes? Der klassische Vertreter ist hierbei zum Beispiel ein Spannfutter. Wir haben hier in diesem Fall 3 Spannbacken und damit sich diese 3 Spannbacken zentrisch zusammen oder auseinander bewegen können, hat dieses Futter hier, dieses Spannfutter, ein Plangewinde innen drin und die Backen haben auf der Rückseite sogenannte Gewindefragmente mit gleicher Steigung. Und durch das Betätigen des Verschlusses oder dieser Spannnuss, dann bewegten sich dann auch die Backen entsprechend auf oder zu. Eine sehr spezielle Art der Gewindeherstellung ist das Fertigen von sogenannten Gewindeketten. Hierbei auch wieder drehen, Gewindeketten. Die Maske öffnet sich zum Ausfüllen der entsprechenden Parameter. Man sieht auch, die ist entsprechend länger, weil eine Aneinanderreihung von verschiedenen Gewindedurchmessern mit verschiedenen Gewindesteigungen in einem Zyklus bedingt natürlich auch eine längere Eingabemaske. Sinomeric Operate ist in der Lage, dies in einem Zyklus zu realisieren. Gewindefreistiche sind unabdingbar notwendig, wenn sich das aufzuschraubende Bauteil bis an die Planfläche heran anlegen soll. Diese Gewindefreistiche sind in Sinomeric Operate vordefiniert. Man muss lediglich den Gewindedurchmesser und die Gewindesteigung eintragen. Dann ergeben sich laut DIN-Vorgaben die entsprechend notwendigen Parameter, um die richtigen Dimensionen des Freistiches zu dem entsprechenden Gewinde zu erzeugen. Freistiche dienen nicht nur Gewinden, sondern auch anderen Freimachungen wie Dichtungen und Passungssitze. Wobei im Falle des Gewindes ist es notwendig, dass auch der Dreh- oder Gewindemeißel dann sauber auslaufen kann hinter dem Gewinde. Also es ist eine technologische oder technische Voraussetzung, um eine Gewinde zu fertigen, dass man vorab den Freistich einbringt. Dies ist unser Praxisteil, welches gefertigt wird. Es ist ein Gewindebauteil mit 3 verschiedenen Gewindearten und zum einen handelt es sich um ein M16 x 1,5, also ein Feingewinde, denn die reguläre Steigung von M16 ist ja 2 mm. Dies ist ein eingängiges Gewinde. Des Weiteren ein Gewinde M32 mit einer Steigung von 7,5 mm als dreigängiges Gewinde ausgeführt und als letztes ein Gewinde M52 mit der Steigung 6 mm, Linksgewinde mit 2 Gängen. Wie sehen die einzelnen Arbeitsabläufe aus? Nach dem Plandrehen der Stirnfläche wird die Kontur der Gewinde vorgeschrubbt und danach mit dem Schlichtmeißel das verbliebene Restmaterial oder das Aufmaß entfernt. Danach werden die in der Theorie erwähnten Gewindefreistiche eingebracht mit dem gleichen Schlichtmeißel und dann kommen 3 unterschiedliche Gewindedrehmeißel zur Fertigung der Gewinde. Nach dem Einstellen des Rohteiles in unserem NC-Programm wird das Plandrehen gestartet. Nach dem Plandrehen wird die vordefinierte Kontur abgefahren vom Schrubbmeißel und vom Schlichtmeißel, wie erwähnt, M16, M52, M32 und dann wird die Kontur mit dem Schrubbmeißel vorgeschrubbt. Schlichtmodus und hierbei die in der Theorie erwähnten Gewindefreistiche, die hinterlegt sind, entsprechend der Steigung und des Durchmessers. Nach diesen vorbereiteten Arbeiten kommt der erste Gewindedrehstahl. Das ist ein Gewindedrehstahl für die Steigung 1,5 mm. Und auch hier wieder nach dem Ausfüllen der erforderlichen Technologieparameter Schrubben und Schlichten in einem Zyklus zum Beispiel oder die degressive oder lineare Zustellung, das heißt abnehmend oder gleichbleibend. Auch hier wieder ein Außengewinde, auf Knopfdruck umschaltbar zum Innengewinde
und hier im Bereich Mehrgängigkeit ein Nein, denn wir haben nur einen Gewindegang. Das nächste Gewinde, M32, wird mit einem anderen Gewindemeisel gedreht. Hier wird nämlich bei der Mehrgängigkeit einfach nur Ja eingestellt und die Anzahl der Gänge. Alles Weitere wird über die Steuerung realisiert. Das gleiche beim letzten Gewinde, M52. Dies wird mit einem runden Gewindedrehstahl ausgeführt. Mehrgängigkeit Ja und 2 Gewindegänge. Wie wird der Linkslauf realisiert? Man fängt mit dem Gewindemeisel hinten an, nach vorn. Nachdem das Programm komplett ist, starten wir die Simulation, um das Ganze uns auch nochmal visuell darstellen zu lassen und um sicher zu gehen, dass alles wirklich korrekt eingestellt ist. Zuerst Plan drehen und das Vorschrubben der besprochenen Kontur. Und nach dem Vorschrubben, das ist eine Spanntiefe von 2 bis 3 mm, kommt der Schlichtmeißel und wird das verbliebene Restmaterial entfernen und mit dem gleichen Werkzeug wie angesprochen die einzelnen Gewindefreistiche vollautomatisch angebracht. Auch hier werden die Gewindegänge auch exakt so dargestellt, wie sie in Wirklichkeit dann am fertigen Teil zu sehen sind. Als zweites dann das Gewinde M32 nach dem Gewinde M16. Und hier sieht man dann auch sehr gut diese enorme Steigung von 7,5 mm. Da aber 3 Gänge auf diesem Durchmesser eingebracht werden, sieht das Ganze dann wie ein normales Gewinde aus, aber mit anderen Eigenschaften. Nachdem die Simulation durchgelaufen ist, starten wir dann die Bearbeitung.
Sinomeric Operate bietet für den Endkunden in der Gewindeherstellung bzw. in der Gewindefertigung mit rotierenden Werkstücken komfortable Zyklonmasken zur Fertigung unterschiedlichster Gewindearten und den Gewindefreistichen, realistische, fertigungsgerechte Simulationssoftware für die Überwachung der Abläufe, und daraus ergibt sich ein schneller und prozesssicherer, durchgängiger Produktionsprozess. Das war's zum Thema Grundlagen der Gewindearten und deren Herstellung. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Siemens. Ingenuity for life.